Okay, heute schauen wir uns meine zwei Lieblingsgitarren im Sektor der kleineren Korpusgrößen an, nämlich zum einen die Martin Triplo Junior hier in der Shawn Mendes Signature Edition und zum anderen die allseits beliebte Taylor GS Mini in der Core-Version. Es wird also so ein kleines Martin-Taylor-Vergleichsvideo. Sowohl Taylor als auch Martin haben ja auch noch andere Modelle im Sektor der kleineren Korpusgrößen. Zum Beispiel gibt es da noch die Little Martin, die man, glaube ich, hauptsächlich von Ed Sheeran kennt. Der hat ja jahrelang gespielt. Mittlerweile nicht mehr, ist umgestiegen, aber ich glaube, man hat das Modell, wenn man Ed Sheeran schon mal gesehen hat, noch so ein bisschen im Kopf. Und bei Taylor gibt es zum Beispiel noch die Baby Taylor. Sowohl die Little Martin als auch die Baby Taylor sind noch mal ein Stück kleiner als diese Modelle. Das sei auch nur so am Rande erwähnt, weil wir uns heute die kleineren Korpusgrößen anschauen. Der Grund, warum ich selbst Fan von den kleineren Korpusgrößen bin, ist einfach, weil ich selbst nicht so groß bin und meine Hände nicht so riesig sind und es dann einfach ein bisschen angenehmer ist für mich zu spielen. Die Taylor GS Mini habe ich mir Ende 2019 zugelegt. Die ist also jetzt auch schon 3,5 Jahre circa in Gebrauch. Und die Martin Junior habe ich mir vor circa 6 Wochen in Amerika gekauft. Und ja, da die beiden Gitarren sehr ähnlich sind von der Größe und eben von zwei renommierten Herstellern, Taylor und Martin, dachte ich mir, dass ein Vergleichsvideo eigentlich eine gute Sache ist. Außerdem habe ich, als ich mich für die Martin interessiert habe, nicht so wirklich ein Vergleichsvideo zwischen Taylor und spezifisch der Martin Junior Shawn Mendes Edition gefunden. Es gibt ein paar Vergleichsvideos zwischen der GS Mini und der regulären Martin Triplo Junior, das sei auch noch dazu gesagt. Es gibt dieses Modell halt auch als Nicht-Signature-Edition und dazu muss ich ganz kurz sagen, dass ich beide im Laden angespielt habe und ich weiß nicht, woran es liegt, weil es sind die gleichen Hölzer verwendet worden, aber die Shawn Mendes Signature Edition hat mir vom Klang 100-mal besser gefallen als die reguläre Junior. Deswegen habe ich mich am Ende für dieses Modell entschieden. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit ein paar technischen Daten. Bei der Martin Triplo Junior haben wir zum einen eine massive Fichtendecke sowie Zagen und Boden aus massiven Sapele. Ich sage Sapele, weil ich nicht wirklich weiß, wie es auf Deutsch ausgesprochen wird. Aber ich blende auch nochmal alles hier ein. Und bei der Taylor haben wir eine massive Koa-Decke und laminiertes Koa bei Zagen und Boden. Das heißt, das ist schon mal einer der größten Unterschiede. Die Martin ist rundum massiv und die Taylor hat eben nur die massive Decke und Seiten- und Rückseite sind laminiertes Koa-Holz. Dann haben wir bei beiden Gitarren ein Ebenholz-Griffbrett, da also kein Unterschied. Wir haben ebenfalls bei beiden Gitarren 20 Bünde, dabei eine Mensur bei der Martin von 24 Inches, das heißt 61 cm und bei der Taylor 23,5 Inches, das heißt 59,7 cm, also eine ein wenig kürzere Mensur bei der Taylor. Außerdem haben wir einen Unterschied in der Sattelbreite, da haben wir bei der Taylor 42,8 mm Sattelbreite und bei der Martin 44,5 mm, das heißt bei der Martin einen breiteren Sattel, sprich auch ein breiteres Griffbrett. Das ist wie bei allem natürlich dann Präferenz, was man besser findet und besser spielbar findet. Wir haben außerdem Unterschiede bei den Inlays. Da haben wir bei der Taylor die ganz normalen Dot-Punkt-Inlays, wie man hier sieht. Bei der Martin haben wir die Diamant-Inlays, sage ich mal, Diamantform, die man auch oft bei Martins findet. Und wir haben, und da kommen wir zur ersten Besonderheit der Signature-Edition, im dritten Bund die Unterschrift von Shawn Mendes als Inlay eingelegt. Und ich würde sagen, dann bleiben wir gerade bei den Signature-Features. Also wie gesagt, das ist das Shawn Mendes Signature-Modell von Martin. Wer Shawn Mendes nicht kennt, ein großer Popstar der heutigen Generation. Ich selbst ich mag Shawn Mendes, aber ich bin jetzt kein Riesenfan. Wie gesagt, ich habe mir das Modell hauptsächlich zugelegt, weil es für mich persönlich viel besser klang als das reguläre Triplo Junior Modell. Ich finde aber die kleinen Features, die das Signature Modell hat, eigentlich ganz schön. Also sie sind sehr dezent. Die Unterschrift oben, dann haben wir als zweites Feature hier unten eingraviert 2 Schwalben. Die kommen, glaube ich, daher, weil er eine Schwalbe als Handtattoo hat. Und dann gibt es auch noch ein drittes Feature, das ich bei mir allerdings nicht gefunden habe. Ich kenne das aus anderen Videos, dass es noch Shawn Mendes Lyrics, also eine Textzeile aus dem einen oder anderen Song von ihm, eingraviert in der Gitarre selbst gibt. Das heißt, wenn man von oben reinguckt, sieht man normalerweise dort Text von einem seiner Songs oder mehreren. Bei mir ist das irgendwie nicht drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nicht gefunden habe, weil es an verschiedenen Stellen sein kann, aber ich habe überall geguckt und nichts gefunden. Bin jetzt aber auch nicht böse drum, dass die bei mir nicht vorhanden sind. Aber das fand ich an dieser Stelle auch noch erwähnenswert als drittes Feature. Und dann gibt es noch ein weiteres Feature, was sich jetzt nicht unbedingt aufs Aussehen bezieht, sondern auf
die Hölzer, die verwendet wurden. Shawn Mendes war es nämlich besonders wichtig, dass bei der Herstellung dieser Gitarre Hölzer aus nachhaltigen Ressourcen benutzt werden. Und daher haben wir hier auch ein FSC-Certified Schildchen drin, das bestätigt, dass die Hölzer zu 100% aus nachhaltigen Ressourcen kommen. Und das finde ich wirklich eine super Sache, weil man hier auch auf die Nachhaltigkeit geachtet hat. Und damit einhergehend kommt auch der Gigback ins Spiel. Diesen schönen Gigback hier gibt es nämlich beim Kauf der Gitarre dazu. Hier oben sehen wir auch nochmal die Unterschrift von Shawn Mendes eingestickt, sowie das Martin-Logo hier unten. Und genauso wie man bei den Hölzern auf die Nachhaltigkeit geachtet hat, hat man auch bei der Herstellung dieses Gigbacks darauf geachtet. Und daher ist der Gigback aus 100% recyceltem Plastik entstanden. Und ich finde, da könnten sich eigentlich andere Hersteller ruhig mal anschließen bei dieser Idee, weil der Gigback macht einen super stabilen Eindruck, sogar stabiler als manch anderer Gigback, den man so zu kaufen kriegt. Aber nicht nur bei Martin, sondern auch bei Taylor gibt es einen Gigback dazu. Nämlich diesen hier. Der sieht jetzt bei mir an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen abgerockt aus. Das liegt daran, dass der mich auch schon seit 3,5 Jahren auf jeden Gig begleitet. Nichtsdestotrotz ist noch alles ganz, nichts gerissen, nichts kaputt. Daher finde ich auch sehr gute Qualität hier bei diesem Gigback. Aber ich denke, das kann man bei Taylor oder auch bei einer Marke wie Martin aber auch erwarten. So viel aber erstmal zu den Gigbacks. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir endlich zum relevantesten Thema, nämlich dem Klang der beiden Gitarren. Ich werde beide Gitarren sowohl akustisch aufnehmen, als auch die Pickups testen und da haben wir hier bei der Martin einen Fishman Sonotone eingebaut und bei der Taylor den hauseigenen ESB-Tonabnehmer drin. Und wie die sich anhören, das hört ihr jetzt. So, jetzt haben wir beide Gitarren im Direktvergleich gehört. Die Martin ist von Haus aus ein bisschen lauter. Ich schätze mal, das hat man auch gehört. Dazu sei noch gesagt, ich habe vor dem Video beide Gitarren mit den gleichen Saiten bezogen, nämlich Elixir 12er Saiten Phosphor Bronze Nanoweb. Das waren damals auch die Werkseiten auf der Taylor und ich benutze die jetzt auch schon 3 Jahre, bin sehr zufrieden damit. Ich schätze, die Werkseiten auf der Martin waren wohl eher Martin-Seiten, aber zu Vergleichszwecken habe ich hier eben beide Gitarren mit den gleichen Saiten bezogen. Ja, jetzt würde mich sehr interessieren, was ihr von dem Klang der Gitarren haltet. Also schreibt das gerne mal unter das Video. Was meine Einschätzung betrifft, ich finde die Martin akustisch ein bisschen interessanter. Ich finde, sie hat ein breiteres Klangspektrum, ein bisschen transparenter. Ich finde auch, sie klingt ein bisschen holziger, ein bisschen gitarriger und ich finde, sie hat definitiv auch trotz der kleineren Korpusgröße den Martin-Sound. Wenn es um den Pickup geht, dann bin ich aber auf jeden Fall auf der Seite der Taylor. Da finde ich den ESB deutlich besser als den Fishman Sonotone. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich hier noch einen anderen Pickup einbauen lasse. Mir persönlich gefällt einfach dieser
twangy Sound nicht so gut. Und ich finde, der Taylor ESB klingt sehr viel natürlicher und sehr viel akustischer. Und das gefällt mir persönlich einfach deutlich besser. Aber wie bei allem, das ist Präferenzsache. Und wie gesagt, mich würde sehr interessieren, was ihr sowohl vom akustischen als auch vom Pickup-Sound haltet. Wenn wir uns jetzt am Ende noch den Preis der beiden Gitarren anschauen, da liegen wir jetzt momentan, und ich nehme da Thomann als Referenz, bei der Taylor GS Mini Core Edition bei 899 € und bei der Martin bei 999 €, also ein bisschen teurer bei der Martin, aber ich finde, sie liegen beide auf jeden Fall im gleichen Preissegment. Dafür bekommt man bei Martin den vollmassiven Korpus und bei Taylor in Anführungszeichen die nur laminierten Seiten und Rücken. Vielleicht auch ganz interessant, in Amerika, wo ich die Martin ja gekauft habe, ist es genau umgekehrt. Da ist die Taylor ein bisschen teurer und liegt bei 999 $ und die Martin liegt bei nur 799 $. Ich persönlich bin nach 3,5 Jahren immer noch super überzeugt von der GS Mini und ich bin nach den 6 Wochen jetzt auch schon sehr begeistert von der Martin Junior und ich bin sehr froh, dass ich beide Gitarren haben kann. Aber wenn ich mich für eine Gitarre entscheiden müsste und nur eine haben könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich für die Taylor GS Mini entscheiden. Einfach weil der Tonabnehmer für mich eine große Rolle spielt, weil ich viel live spiele, aber auch weil ich die Spielbarkeit noch ein bisschen besser finde als bei der Martin. Hier haben wir ja das breitere Griffbrett und ich persönlich finde das schmalere Griffbrett noch ein bisschen angenehmer für mich persönlich zu spielen. Aber wie gesagt, alles Präferenz und wenn ihr euch für eine der beiden entscheidet, geht auf jeden Fall in den Laden und spielt beide an. Nur so kann man entscheiden, was für einen persönlich die bessere Entscheidung ist. Aber ich hoffe, auch dieses Video hat euch ein bisschen bei der Entscheidung geholfen und egal für welche ihr euch im Endeffekt entscheidet, ihr habt auf jeden Fall eine super Wahl getroffen, sowohl mit der Taylor als auch mit der Martin. Das war's mit diesem Video. Nächste Woche geht's wieder weiter mit normalen Songvideos von mir regulär. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.